Hi, ich begrüße euch sehr herzlich zu Money Money. Heute berichte ich etwas über Lebensweisheiten, meine Berufserfahrung oder ich nenne es einfach mal von Mensch zu Mensch. Sicherlich kennt ihr das, eine unangenehme Aufgabe zu haben, die dann immer von links nach rechts geschoben wird. Diese sogenannte Schieberitis ist weit verbreitet und hat jeder so in sich, ich persönlich auch. Aber diese Schieberitis kann sehr, sehr belastend sein. Also ich habe einen unangenehmen Auftrag, eine Aufgabe, die ich erledigen muss, die ich aber nicht gerne erledigen will. Also schiebe ich sie von rechts nach links, von links nach rechts, bis der Tag vorbei ist und dann gehe ich mit dieser Aufgabe belastet wieder schlafen und am nächsten Morgen fängt das Spiel wieder von vorne an. Deswegen mein wirklich gut gemeinter Rat: Erledigt eine unangenehme Aufgabe rechtzeitig am Tag und ihr werdet euch wohler fühlen, befreiter fühlen, das unangenehme Telefonat hinter euch bringen, das unangenehme Gespräch führen, die lästige Aufgabe erledigen und so weiter. Ihr werdet befreit sein. Dann gibt es einen Satz, den habe ich im Laufe meines Berufslebens dann in meinem näheren Umfeld schlicht und ergreifend verboten. Nämlich der Satz: Ich bin davon ausgegangen, dass. Ich habe irgendwann gemerkt, dass dieser Satz ein gewisses Alibi beinhaltet. Frau Meier, haben Sie die Aufgabe erledigt? Antwort: Ich bin davon ausgegangen, das hat Herr Müller gemacht. Oder ich bin davon ausgegangen, das wussten Sie, wenn ich mal gefragt habe, wo ist das und das? Ich bin davon ausgegangen, das wussten Sie längst. Oder übereifrige Mitarbeiter haben dann irgendetwas gemacht in meinem Namen, was mir aber dann nicht recht war. Und dann kommt die Antwort: Ich bin davon ausgegangen, dass Sie das so wollten. Wieso nimmt sich jemand das Recht, so für mich zu denken? Also, denkt dran. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass man das sagt, und achtet mal drauf, wie oft das in Filmen, in Nachrichten und so weiter vorkommt. Es darf davon ausgegangen werden, dass. Ich bin davon ausgegangen, dass. In der Regel handelt es sich hier um eine Alibi-Aussage. Ich jedenfalls habe diese Aussage in meinem näheren Umfeld weitestgehend ausgeschaltet. Dann gibt es Kollegen, Mitarbeiter, Mitschüler, wie auch immer, die oftmals sehr, sehr ausschweifend erzählen. Auf eine einfache Frage gibt es keine direkte und einfache Antwort. Politiker beherrschen dieses Spiel natürlich sehr häufig und sehr oft. Schaut mal im Fernsehen, wenn die eine Frage gestellt bekommen, dann wird sehr ausschweifend erzählt, aber die kommen einfach nicht auf den Punkt. Das mag ein Zeichen hier und da von Ahnungslosigkeit sein oder aber auch von einer gewissen Verunsicherung geprägt sein. Kollegen, die sehr ausschweifend erzählen, ja, die rauben einem Zeit und die rauben einem die Nerven. Wenn man in Eile ist, man stellt eine konkrete Frage, bekommt aber keine konkrete Antwort. Ich habe dann immer zu sagen gepflegt: Hallo, ich will wissen, wie spät es ist und nicht, wie die Uhr funktioniert. Zeit ist Geld, sagt man ja. Scherzhaft heißt es ja auch, Zeit ist Geld, sagte der Ober und addierte das Datum mit, aber das nur nebenbei. Aber Zeit ist Geld, gerade auch im Berufsleben. Und wer mit der Zeit des anderen nachlässig umgeht, der verhält sich dem anderen gegenüber respektlos und rücksichtslos. Napoleon sagte mal: Es gibt Diebe, die einem das Wertvollste stehlen und von keinem Gesetz der Welt
bestraft werden. Sie stehlen nämlich die Zeit. Und wer also so mit der Zeit eines anderen umgeht, einfach zu spät kommt und so weiter, verhält sich also rücksichtslos und respektlos. Er verplempert im Prinzip die Zeit des anderen. Pünktlichkeit ist auch ein Zeichen von Wertschätzung. Und wer pünktlich ist, der sagt auch, er ist es mir wert, dass ich pünktlich bin. Wer unpünktlich ist, der sagt im Umkehrschluss, er ist es mir einfach nicht wert. Ich verfüge über seine Zeit und ja, natürlich kann es immer wieder mal vorkommen, dass man sich verspätet. Das ist gerade heute im Zeitalter des Smartphones sehr beliebt. Ist ja nicht schlimm, wenn ich spät komme. Ich kann ja anrufen. Ja, das kann man machen. Und das ist immer noch besser, als sich gar nicht melden, wie das leider Gottes sehr oft bei Handwerkern der Fall ist. Die sagen, ich komme Montag um 8 Uhr zur Reparatur. Man nimmt sich extra frei, vielleicht sogar den ganzen Tag. Und wer kommt nicht? Der Handwerker. Und was noch schlimmer ist, der meldet sich noch nicht mal. Also das ist wirklich im höchsten Maße rücksichtslos, um nicht zu sagen unverschämt. Man kann natürlich sagen, ja, ich habe verschlafen, okay, kommt im Geschäftsleben nicht immer so besonders gut an. Oder, was auch sehr beliebt ist, ich stand im Stau. Blöd ist nur, wenn der andere Gesprächspartner aus der gleichen Richtung kommt und sagt, oh, als ich losgefahren bin, war aber gar kein Stau. Also immer vorsichtig sein mit solchen Entschuldigungen. Besser ist es, einen zeitlichen Puffer einzubauen. Es kann immer mal ein Stau sein auf der Autobahn, es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Und ganz blöd ist es, wenn ihr zu spät zu einem Bewerbungsgespräch kommt, zu einem Vorstellungsgespräch. Also das kommt in der Regel selten gut an und da hat man schon von vornherein ziemlich schlechte Karten. Ja, jetzt noch etwas zur Kategorie, ich nenne das einfach mal so Mensch zu Mensch. So sind die Menschen, wir haben keine anderen, sagte schon Konrad Adenauer. Das menschliche Miteinander ist wohl auch das Schwierigste überhaupt. Wer sich gut in die Lage eines anderen versetzen kann, der hat in der Regel schon einen Vorteil, weil er sich auf die Konversation viel besser einstellen kann. Aber Vorsicht, hier kann man auch sehr schnell falsche Schlüsse ziehen und möglicherweise mit seiner Einschätzung total falsch sein. Sicherlich habt ihr schon mal erlebt oder gehört oder wie auch immer, dass man Menschen mit Vorbehalt begegnet, wenn über diese Menschen im Vorfeld irgendetwas erzählt worden ist. Gerüchte, Lügen, Unwahrheiten und so weiter. Das prägt das Verhalten des anderen, ohne dass man selber weiß, warum der so ist. Denn hinter dem Rücken irgendwas erzählen ist eine ganz schäbige Art, mit Mitmenschen umzugehen. Und ihr könnt euch gar nicht dagegen wehren. Also es wird immer irgendwas erzählt. Da fällt mir noch eine ganz kurze Geschichte ein. Ein neuer Mieter zieht in ein Mehrfamilienhaus. Und da wird er von einer neuen Nachbarin angesprochen und da wird gesagt, der Hausmeister unten, das ist ein ganz komischer Kauz. Und das hört er am Tag 3-mal. Und ihr wisst ja, eine Lüge, ein Gerücht, 3-mal überzeugend dargelegt, wird es zur Wahrheit. Der neue Mieter richtet seine Wohnung ein, rückt die Möbel zurecht und will dann Bilder aufhängen, stellt aber fest, er hat keinen Hammer. Aber der Hausmeister, dieser knorrige, angeblich knorrige Typ, hat ja einen Hammer. Aber er geht nicht zur Tür und klingelt bei ihm, sondern er sagt nur, okay, morgen gehe ich mal hin. Am nächsten Morgen, der Tag vergeht und immer wieder im Hintergrund, ich muss noch die Bilder aufhängen, aber ich habe keinen Hammer. Das geht dann 3 Tage so und innerlich kocht er langsam und dann fasst er sich den Mut, klingelt bei dem angeblich knorrigen Hausmeister,
Der öffnet und was sagt er? Wissen Sie was? Ihren Hammer, den können Sie behalten. Also so etwas kommt natürlich auch vor im Leben, wenn man eben auf Gerüchte und irgendwelche Lügengeschichten hört. Auch ganz schlecht ist es, wenn in einem Gespräch mit Kollegen, mit Schülern oder wie auch immer in einer Gruppe ein anderer korrigiert wird oder er vor anderen lächerlich gemacht wird. Das sind auch ganz schlechte Charakterzüge, denn derjenige, über den sich lustig gemacht wird, weil er vielleicht ein Wort falsch ausgesprochen hat, eine Geschichte falsch erzählt hat, dann ist es nicht sehr höflich und nett, ihn vor versammelter Mannschaft zu korrigieren. Das sind alles Charakterzüge, die eigentlich nicht vorkommen sollten. Und apropos Charakter, zum Schluss noch einen kurzen Satz. Den wahren Charakter eines Menschen erkennst du dann, wie er sich dir gegenüber verhält, wenn er dich nicht mehr braucht. In diesem Sinne soll es das gewesen sein für heute. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen und für weitere Videos lasst mir bitte ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.